the heart challenge. Wenn du für deine Aufgabe also das Gleichnis umschreibst, dann musst du das in so einen Kontext packen, dass es wirklich einen unerwarteten Moment gibt, der das Herz ergreift. And ends up revealing attitudes. Und der einem einen Spiegel vorhält und die eigene Einstellung aufzeigt. But in studying the passages in the scripture, we need at times just to be sure we do know the points of reference. Und wenn wir diese Bibelstellen in der Bibel studieren, dann ist es wichtig, dass wir diese Referenzpunkte kennen. You have to know that the journey from Jerusalem to Jericho was notoriously dangerous. Zum Beispiel solltest du wissen, dass beim barmherzigen Samariter diese Reise von Jerusalem nach Jericho berüchtigt dafür war, dass sie gefährlich war. You have to know that the priest and the Levite were highly respected members of society. Du musst wissen, dass der Priester und der Levit sehr hoch respektierte Personen waren in der Gesellschaft. And you have to know that the Samaritan was pretty much as low as you can get. Und du musst wissen, dass der Samariter so ziemlich die niedrigste Stufe war, die man erreichen konnte. Because we know this, we can end up having the very different attitude. Weil wir das wissen, können wir eine sehr andere Einstellung haben. We have the phrase in our culture, the Good Samaritan. In unserer Kultur gibt es diesen Ausdruck, der barmherzige Samariter. And to be a good Samaritan is a great compliment. Das ist ein gutes Kompliment, wenn man das jemandem sagt. We don't like the Pharisees. Wir mögen die Pharisäer nicht so. Because we read about them in the Gospels and we think they're bad people. Denn wir lesen so viel von ihnen in den Evangelien, dass wir zum Schluss kommen, das waren schlechte Leute. But in Jesus' time they were considered, they were highly regarded people. Aber in Jesu Zeit waren das die hoch angesehenen Menschen. And so when it comes to parables, we have to try and regain those points of reference. Wenn es also um Gleichnisse geht, dann müssen wir versuchen, diese Referenzpunkte für uns neu zu entdecken. And that can help us to read the parables in a fresh way. Das kann uns dabei helfen, diese Gleichnisse auf eine neue Art zu lesen. And it can do the things then that we have there on the screen. Und dann kann das dazu führen, kann es dabei helfen, dass wir diese Dinge erreichen. I've mentioned some of these as examples already. Ein paar dieser Gleichnisse habe ich schon als Beispiel gebracht. But in chapter 7 we have just a powerful example of a parable in action. In Kapitel 7 haben wir ein mächtiges Beispiel von einem Gleichnis, das ausgeführt wird. Jesus is going to this Pharisee to eat. Jesus ist zum Abendessen bei so einem Pharisäer. And this woman from the city, presumably a notorious sinner, came and was stood behind him at his feet, weeping and bathing his feet. Und diese Frau aus der Stadt, die wohl eine berüchtigte Sünderin war, die kam zu Jesus Füßen und hat dort geweint. Now, you know, I don't know if you know, I shouldn't assume it, but people there, they would literally lay down on a long stool, on an elbow at a table. Ihr wisst vielleicht, dass die Leute damals zu Tisch lagen, dass sie dann also vorgebeugt waren über den Tisch. And so it wasn't like she was under the table washing his feet. Das heißt, diese Frau war nicht irgendwie unterm Tisch und hat seine Füße gewaschen. Because he was laid on an elbow, she would have been out here and the table would have been here with the people around the table. Die Leute, die stützten sich auf ihren Ellenbogen und haben gegessen und die Füße waren hinter ihnen und das heißt, die Frau war hinter ihnen. And you get an insight into the Pharisee's mind when he says if this guy was a prophet, he would know what kind of woman this is. Und wir bekommen hier einen Einblick, was vorging in dem Kopf von den Pharisäern, weil es heißt, ja, wenn er wüsste, wer sie ist, dann würde er nicht erlauben, das zu tun. And Jesus, yes. Aber wenn er wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer diese Frau ist. And Jesus, knowing his heart, says, I have something to say to you, Simon. Und Jesus erkennt, was in ihrem Herzen ist und sagt, Simon, ich habe dir was zu sagen. And then he tells them this brief parable.
Und dann erzählt ihm dieses kurze Gleichnis. A creditor had 2 debtors, one owed 500 denarii, the other 50, and if he gave them both. Ein Mann lieh 2 Leuten Geld, dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. And the question, of course, the punchline, which one of them would love him more? Und dann die große Frage, Punchline, wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr? And that's like a punchline of a joke. It's the one that, boom, gets him. Das ist dieser Wendepunkt, wie bei einem gut erzählten Witz, der die Person dann echt schnappt. And what that does, that immediately exposes his heart. Denn es zeigt sofort auf, wie es in seinem Herzen aussah. And this really is the power of parables. Und das ist echt die Macht von Gleichnissen. And so, when it comes to parables, we do want to try and regain that, understand the elements and regain that surprise punch. Wir wollen also die Elemente eines Gleichnisses erkennen und dann auch diesen überraschenden Wendepunkt begreifen. There are helps we can have. I don't see this on your shelf, but this is in English, of course, but any commentary that is a background commentary can be helpful. Es gibt Hilfsmittel zur Interpretation, jeder Hintergrundkommentar zum Beispiel. Many commentaries are interpretive commentaries. Es gibt viele Kommentare, die legen die Bibelstellen für dich aus. They explain what the text means. Sie erklären, was der Text bedeutet. There's coming now more commentaries that isn't their goal. Their goal is to help with background culture, background history, and those can be really useful in this kind of context. Aber es tauchen auch immer mehr Kommentare auf, die nicht das zum Ziel haben, sondern einfach nur den Hintergrund zu erklären, die Kultur und den Kontext, und sowas kann sehr hilfreich sein. Okay, any questions in that, please? Habt ihr Fragen zu den Gleichnissen? Are you excited to do your parable? The answer is yes. Darauf die Gleichnisse zu machen? Really, these are very, very powerful, and they can be misunderstood. Gleichnisse sind echt sehr mächtig, sie können auch falsch verstanden werden. So what I'd like to do is to use the parable of the dishonest manager Ich würde gerne das Gleichnis des unehrlichen Verwalters benutzen, as an illustration of some of the things that I've said. manches dessen, was ich gesagt habe, zu illustrieren. But before I do, let me just pause. Are there any questions about parables? Zuvor möchte ich aber fragen, habt ihr Fragen zu Gleichnissen? All straightforward. Yes. Okay. Shall I just read this in English? If I just read this in English, you follow on in your preferred language. Genau, das ist der Aufwaschmittel. We had just come out of chapter 15, Wir kommen aus Kapitel 15, where we have where Jesus had just given 3 parables to the Pharisees, wo Jesus den Pharisäern 3 Gleichnisse erzählt hat. and we know from 16:14 that the Pharisees were still around listening to this parable. Und in Kapitel 16, Vers 14 sehen wir, dass die Pharisäer noch da waren, dass sie dieses Gleichnis gehört haben. Because Luke tells us the Pharisees who were lovers of money, when they heard this parable, they ridiculed Jesus. Denn Lukas erzählt uns, die Pharisäer, die sehr an ihrem Geld hingen, spotteten über Jesus, als sie das hörten. But I want you to notice in 16 verse 1 Aber ich möchte auch, dass du erkennst in 16, Vers 1, that Jesus spoke to his disciples this parable.
dass Jesus vor allem zu seinen Jüngern sprach mit diesem Gleichnis. There was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was squandering his property. So he summoned him and said to him, "What is this I hear about you? Give me an accounting of your management, because you cannot be my manager any longer." Then the manager said to himself, "What will I do now that my master is taking the position away from me? I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I have decided what I will do, so that when I am dismissed as manager, people may welcome me into their homes." So, summoning his master's debtors one by one, he said to the first, "How much do you owe my master?" He answered, 100 jugs of olive oil. Then he said, "Take your bill, sit down quickly and make it 50. Then he asked another, "And how much do you owe?" And he replied, 100 containers of wheat. And he said, "Take your bill and make it 80. And his master commended the dishonest manager because he acted shrewdly. For the children of this age are more shrewd in dealing with their own generation than the children of light. And I tell you, make friends for yourself by means of dishonest wealth, so that when it is gone, they may welcome you into the eternal homes." And then he goes on to talk about being faithful in little, and if you're faithful in little, you're faithful in much, and so on and so forth. Dann fährt Jesus fort und sagt, wenn du in gering treu bist, dann wird dir auch viel anvertraut. Now, just a question about the translation you have. Which translation do you use in English? Welche Übersetzung nutzt ihr? NLT. In your German and English Bibles, in verse 9, what term is used for money? My Bible uses dishonest wealth. Welcher Begriff wird in Kapitel 9 benutzt, in Vers 9 benutzt? Pardon? Worldly resources. What would the translation of the German be? The same. Worldly possession. Wow, that's good. The translation I have is dishonest wealth, and it literally comes from the Greek word mammon. Was in meiner Übersetzung steht, ist ungerechtes oder unehrliches Wohlstand oder Reichtum, und das kommt vom griechischen Wort Mammon. And the reason I mention it is that the phrase dishonest wealth can set you up to make the parable harder to understand. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, weil wenn man das in so einer Übersetzung liest, bei Luther wahrscheinlich auch, dann ist es schwieriger, das richtig zu verstehen. The phrase worldly wealth or worldly resources is a really good rendering. Aber die Übersetzung weltlicher Besitz oder weltliche Ressourcen ist ein gutes Verständnis davon. Okay, I think rather than get into this, we'll break a little bit early, and then when we come back after break, we can get through this.